Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Endlich mal wieder mit Infos, News, Events und auch einem neuen Speedset. Das Neon Valentine Costume. 2246881010, also insgesamt 8 Sets. Das ist also wieder ein Speedset mit einer etwas größeren Auswahl. Finde ich leider fast ein bisschen verschwendet, weil es, naja, was soll man sagen, es sieht schon extrem ähnlich aus. Ich meine, es ist 75% schwarz und wieder nur die farblichen Nuancen, wie es ja meistens ist. Aber es gibt halt kein einziges Set, das irgendwie anders ist. Also sonst gibt es ja meistens eins des Reverses. Also in dem Fall wäre es dann wahrscheinlich komplett weiß oder so. Aber das gibt es ja halt einfach nicht, deswegen ist es irgendwie ein bisschen komisch. Ja, und ich finde es auch generell ein bisschen langweilig fast schon. Aber mal gucken, wie es so ankommen wird. Dann haben wir aber zusätzlich auch das Modern Sportswear Lucky Box Comeback im Cash Shop. Weil das jetzt zugegebenermaßen auch nicht gerade das beliebteste Speedset ist, aber okay. Dann haben wir die Ice Ribbon Weapon Set Select Box, also Skins quasi, auch gerade im Cash Shop. Und dann haben wir noch New Housing Products, die wohl irgendwie so ein bisschen Gaming Room inspiriert sind. Also alles mit RGB-Farben und schwarz oder weiß. Also, yeah. Genau. Und das war eigentlich so die neuen Cash-Up-Updates. Dann haben wir XP Boost Event dieses Wochenende, Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr. Also 21. Februar bis 23. Februar kriegen wir 30% mehr XP für das Töten von Monstern. Und ja, dann haben wir auch mal wieder Patch Notes. Nichts außergewöhnlich krasses, aber ein, zwei ganz coole Sachen sind dabei. Wenn man jetzt beim Postkasten Sachen verschickt und dann diese Dropdown-Menü für seine Freundesliste benutzt, ist das jetzt alphabetisch sortiert, was ganz nice ist. Freunde-Limit wurde von 200 auf 300 erhöht. Dann das folgende ist eine der Sachen, die ziemlich nice sind. Wenn man jetzt eine Quest hat, wo man einen Giant oder ein Bossmonster töten muss, wobei hier steht Giant oder Higher, also Higher ist Giant, muss eigentlich Boss sein. Na gut, oder Violet vielleicht auch, aber egal. Jedenfalls bei Bossen war es eigentlich schon so, wenn mich nicht alles täuscht, aber bei Giants und Violets ist es jetzt auch so, dass egal wer das Monster tötet, selbst wenn der überhaupt nicht die Quest hat und man selbst in der Party ist und im 19 Level-Bereich ist, also quasi 19 Level drunter oder drüber ist von dem Spieler, dann kriegen beide den Quest-Fortschritt. Wie gesagt, vollkommen egal, wer das Monster tötet und vollkommen egal, ob die Quest haben oder nicht. Also ich meine, derjenige, der den Fortschritt bekommt, der muss natürlich schon die Quest haben. Aber wer es tötet, ist vollkommen egal. Ist ganz nice. Das heißt, ja, man kann sich jetzt bei Quests noch krasser boosten lassen, weil man kann jetzt einfach jemanden komplett anderen die Quest machen lassen und man selbst muss einfach nur daneben stehen im Endeffekt und innerhalb der 19 Level sein. Und das halt bei jeder Quest anscheinend, wo das so ist. Also das ist ganz cool. Dass es jetzt auch mal so wirklich fix ist, weil es gibt ja immer so ein paar Unterschiede, oder es gab eigentlich immer ein paar Unterschiede bei den Quests, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Es gab immer so eine Unsicherheit und die müsste jetzt beseitigt sein. Zumindest was Giant Monster oder höher angeht. Ja, Party-Member sind jetzt friendly in der PvP-Arena, also kann man sich nicht mehr gegenseitig töten, wenn man in der gleichen Party ist. Dann der Guild War wird jetzt in einer größeren Arena abgehalten, wenn die Teilnehmerzahl der Gilden höher als 5 ist. Und die Spawnpunkte werden dann von 4 auf 6 erhöht. Wenn man jetzt Items in den Chat verlinkt, wird man auch ein Icon angezeigt bekommen von dem jeweiligen Item. Emoticons können jetzt in Chat-Messages benutzt werden mit Doppelpunkt bla bla bla. Die Master- und Hero-Quests wurden umbenannt, oder die Achievements wurden umbenannt, um sie besser der Level-Range zuzuweisen. Ultimate Tooltip-Icon wurde in der französischen Sprache übersetzt. Dann Add Product Selection Box kann man jetzt auf 999 stacken. Das ist die weirdeste Änderung ever, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendjemand kauft, aber anscheinend ist es so. Dann der Main Guild Siege kostet jetzt nicht mehr 5 Millionen Penya, sondern 30 Millionen Penya zum Annehmen. Also erstmal die Anmeldegebühr versechsfacht, wobei man sagen muss, eine ganze Gilde, die 30 Millionen zahlen muss, ist nichts, weil wenn du mindestens mit 6 Leuten teilnimmst, ist das 5 Mio für jeden. Also ich denke mal nicht, dass das jetzt irgendjemanden in Umkosten stürzen wird. Außerdem muss man sagen, seitdem diese Gebühr festgelegt wurde, ist die Inflation auf jedem Server wahrscheinlich ums X-fache gestiegen. Von dem her ist es wahrscheinlich nicht mal teurer geworden, sondern wahrscheinlich immer noch günstiger, als wenn man es jetzt zu Release-Zeiten sich angucken würde oder so. Dann wird jetzt der Navigator in Non-Dungeon Areas wie Housing, Guild Siege, Arena etc. angezeigt.
ohne dass man eine Torch of Raon, Iserut oder den Battle Pass braucht. Wenn man Enter beim Soul Link umwandeln Fenster drückt, wird es jetzt abgebrochen. Also kann man nochmal abbrechen, den Prozess. Und die Flugmusik, wenn man das erste Mal in einer Sitzung aufs Board geht und losfliegt, wird nicht mehr stoppen, wenn man in ein neues Gebiet fliegt, was ich jetzt, ja, keine Ahnung. Irgendwie weird ist, dass sie das jetzt ändern, nach 2,5 Jahren, aber gut. Dann noch ein paar Bugfixes. Das erste, irgendwas mit der Pet Reroll Scroll in dem Window, wenn man die Pet Scroll benutzt. Also keine Ahnung, da wird dann das falsche Item angezeigt oder so. Dann auch interessant, man kann jetzt nicht mehr mehrere Rainbow Fishballs benutzen. Die konnte man nämlich vorher alle zusammen benutzen. Also die Fishballs gibt es ja alle verschiedenen Arten. Rainbow ist wie Rainbow Cotton Candy. Und da konnte man alle Stats plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1 zeitgleich benutzen. Das heißt, alle Stats plus, was weiß ich, 12, 13 bekommen. Und anscheinend war das ein Bug. Wusste ich nicht. Ist ein bisschen ätzend, weil ich habe das tatsächlich jeden Tag gemacht. Aber ja, das geht jetzt nicht mehr. Aber ich wusste auch nicht, dass es ein Bug ist, ehrlich gesagt. Wobei man auch sagen muss, so heftig ist es jetzt wirklich nicht. Weil alles Stats plus, ich meine, selbst wenn es alles Stats plus 20 gewesen wäre, das ist jetzt nicht wirklich krass. Wenn es jetzt 20% Crit-Rate oder so, das wäre ziemlich heftig gewesen, aber das ging auch nicht. Dann, ja, keine Ahnung, das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Irgendwie ein Problem, dass, wenn man einen Stack von irgendwelchen Verbrauchsitems, kann man irgendwie nicht aus der Mail holen, keine Ahnung. Noch nie von dem Bug gehört. Der Shop-Tab vom Wandering Merchant war fehlerhaft. Auch keine Ahnung, was das bedeutet oder was damit gemeint ist. Und irgendein Problem mit dem Repair-Hammer wurde gefixt. Auch keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und dann zu guter Letzt schauen wir uns die Events an. Wir haben 2 neue Events. Einmal das Point Exchange Event. Hier ist es so, 20. Februar bis 20. März, dass wir einfach nur tägliche Quests, die wir automatisch hinzugefügt bekommen, jeden Tag beim Daily Reset abschließen müssen. Und dafür erhalten wir Punkte. Und diese Punkte können wir dann im sogenannten Punkteshop eben benutzen. Und nur Charakter ab Level 20 kann im Event teilnehmen. Und bei den Monster Hunt, es geht wie immer minus 10 plus 10. Also die Monster müssen quasi ja, im Spielerlevel liegen, sozusagen. Dann das hier ist der Punkteshop mit allem, was man sich eintauschen kann. Ist, ja, eigentlich gar nicht so bad. Also Demian Vendor Shop für 15 Tage finde ich persönlich das Beste fast schon. Patrons Mute ist nicht schlecht. Ja, ein paar Power-Ups wie immer sind drin. Ja, muss ja jeder selber wissen, was er da am besten findet. Aber so die Sachen, die mir, also Demian Vendor Shop für 15 Tage ist schon ziemlich nice für Free-to-Play-Spieler, dass man diese Vendor Shops jetzt auch als Events bekommen kann. Weil Vendor versus Nicht-Vendor, es ist so ein geistesgestörter Unterschied. Also ich mache eigentlich nie Shops ohne Vendor seit Halloween, weil ich einfach diese 5 Stunden, es ist so nutzlos. In 5 Stunden verkauft man so gut wie gar nichts. Vor allem ich spiele ja immer abends und bin eigentlich auch tagsüber fast nie online oder wenn dann nur AFK. Und das heißt, wenn ich mal Shops mache, dann ist es eigentlich abends, weil abends spiele ich halt auch und so und abends droppe ich auch Items und dann willst du halt, bevor du off gehst, zum Beispiel einen Shop machen. Ja, aber dann kauft halt keiner was nachts und nach 5 Stunden ist dein Shop weg. Das heißt, bevor die Leute morgens wieder online gehen oder mittags, ist dein Shop schon lange wieder weg und du müsstest ihn dann 3 oder 4 Mal am Tag aufstellen. Und das ist so ätzend. Also ich finde es jetzt echt cool, dass das zumindest ab und zu möglich ist, sich diese Vendor-Shops per Events zu verdienen, weil das für Free-to-Play-Spieler wirklich eine riesige Erleichterung ist und das nicht mehr rein Pay-to-Win ist. Genau, ja, aber alles in allem gar nicht mal so bad, die Items. Ich finde, die Punkte sind auch okay, weil man kann tatsächlich jeden Tag 10 Punkte verdienen und das Event geht 4 Wochen. Das heißt, die maximale Anzahl an Punkten müssten dann quasi 280 oder 290 betragen, wahrscheinlich 290. Und ja, damit kann man sich eigentlich tatsächlich mehr oder weniger alles eintauschen, was man will. Also alles natürlich nicht, aber niemand will ja wahrscheinlich alles. Von dem her, ja, also eigentlich müsste man sich nur so ziemlich alles holen können, was man will. Genau, und zusätzlich, also eine der täglichen Quests ist tatsächlich so ein Event Grimong zu handen. Die gibt auch am meisten Punkte. Und da bekommt man noch eine 2025 Spring Giftbox einmal pro Tag. Und hier können auch ganz coole Sachen drin sein.
Einmal das Spring Key Pow Costume Lucky Box Set, das ist quasi ein Speed Set. Einmal Clockworks Weapon Skin Box, Patron's Mute, natürlich alles 3 mit extrem niedrigen Wahrscheinlichkeiten, weil es ja schon eher teure und seltene Items sind. Dann extrem viele verschiedene Power-Ups, Server Shout und so weiter, Blessing of the Demon etc. Ist auch auf jeden Fall nicht schlecht, aber die kann man halt nur einmal pro Tag bekommen. Entsprechend ist das jetzt halt auch wieder nicht so ultra heftig, weil einmal pro Tag bedeutet auch wieder hier, ja, nicht so viele Boxen insgesamt und die Prozentchancen auf die krassen Items sind relativ gering. Also man sieht hier schon, wir haben insgesamt 3, 6, 7 mal 10%. Also allein die letzten 7 Items haben insgesamt 70%. Das heißt, man kriegt überwiegend eigentlich nur diese Items und die obersten Items halt nur ganz, ganz selten. Dann haben wir aber noch ein Event und das teast uns auch eine neue Erweiterung tatsächlich an, nämlich Help Launch of an Expedition Event, also die Hilfe zum Start einer Expedition Event, und das geht auch vom 20. Februar bis zum 20. März und hier haben wir einen interessanten Teaser-Text. We are excited to announce the upcoming Help Launch of an Expedition Event as we prepare for our journey to the new world. Monsters have stolen vital expedition supplies and we need your help to retrieve them. Ja, der erste Satz ist unscheinbar, aber Caldera und alles, was darüber liegt, also das, was hier, ich kann es mal kurz einblenden, die Weltkarte, das hier oben, das ist Caldera quasi und alles, was darüber liegt, auch. Also Caldera ist das erste Gebiet und danach kommen Knochenpfad, Grasland und Bahara-Wüste. Und diese 4 Gebiete sind in Flyf PC tatsächlich, da gibt es auch eine Quest dazu, Tagebuch eines Abenteurers, die gibt es auch in Flyf Universe, aber nur die ersten paar Teile. Die ist es, diese Level 105er Quest müsste das sein. 100 oder 105. Jedenfalls geht es in dieser Quest um Caldera und in der Quest wird es, wenn mich nicht alles täuscht, auch als die neue Welt bezeichnet. Also so ähnlich wie Murica in echt. Und genau. Und das ist quasi mehr oder weniger, so würde ich so interpretieren, dass es ein Teaser auf das kommende Update ist, dass wir tatsächlich Caldera bekommen werden und damit entsprechend vielleicht auch Aminoscripta, Vampire-Waffen, Ancient-Waffen. Also könnte ein fettes Update hiermit geteasert oder gemeint sein. Und ja, schauen wir uns das auch noch kurz an. Das ist aber relativ... Ich persönlich finde es jetzt nicht so gut, das Event, aber schauen wir es uns mal an. Wir kriegen hier für Monster töten, also wir müssen einfach nur Monster töten, kriegen wir Event Supplies. Und diese Supply Packages enthalten 3 verschiedene Supplies halt. Und die kann man an die jeweiligen Bürgermeister, da steht Any Village, also von jeder Stadt gehe ich jetzt einfach mal davon aus, bringen und dann bekommt man eine Mayor's Appreciation Gift Box, wenn man 10 Stück abliefert. Und man kann diese Dinger aber auch öffnen, und zwar hier bei Opening Event Supplies, you will receive 1 Production Material ABCD, bla 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 bla, hier seht ihr die Prozentchance dazu, 5% auf A-Materialien, 15 auf B, 35 auf C und 45 auf D. Und die Materialien, die eben drin sein können, ist hier, ist so eine ewig lange Liste mit den verschiedenen Items. Ja, ist ein ziemlich großes Glücksspiel, sag ich mal, wenn man es jetzt nur auf eine einzige Sache abgesehen hat. Zum Beispiel, man will irgendwas schmieden oder kochen und man hat ja an den anderen Sachen jetzt keine wirkliche Verwendung oder keinen wirklichen Bedarf. Dann ist es halt schwierig, mal ganz davon abgesehen, dass das natürlich auch extrem viel Inventarplatz wegnimmt. Also man wird dann mehr oder weniger auch gezwungen, es entweder wegzuschmeißen oder es auch tatsächlich zu verbrauchen, weil es ja, wie gesagt, schon sehr, sehr viel Platz wegnimmt. Also man kann es einerseits öffnen oder man gibt es eben 10 Stück davon an den Bürgermeister oder an irgendeinen Bürgermeister und dann bekommt man eben 2 von diesen Boxen hier, nämlich die Mayor's Appreciation Gift Box. Und da kann zu 30% eine Goldwalk B Select Box drin sein, zu 30% Power Vital Drink Power Vital Drink oder Refresher A und zu 40% eine Fishbowl Select Box. Genau. Event Supplies und die Mayor's Appreciation Gift Box werden nach dem Event nicht mehr verwendbar sein. Das heißt, man muss sie während dem Event, also bis zum 20. März quasi benutzen. Und hier unten auch nochmal, don't miss this chance to join the adventure and help prepare for the expedition to the new world. Genau. Und ja, das war's, sage ich auch schon. Das ist das Event. Bei dem Punkteshop-Event kann man by the way noch dazu sagen, hier ist es nicht so, dass die Items gelöscht werden, also zumindest steht es nicht dabei.
Lediglich, dass halt alle Punkte logischerweise während dem Event eingesetzt werden müssen, weil der Punkteshop natürlich nach dem Event verschwindet. Also es ist im Endeffekt das gleiche fast schon, aber hier werden halt keine Items gelöscht. Also alles, was man eingetauscht hat, zumindest steht nichts Gegenteiliges auf der Seite, kann man auch behalten. Und ja, das waren die News und Infos von heute. Ganz schön viel, aber dafür kriegen wir auch nur alle 4 Wochen so eine kleine Info. Deswegen, ja, nicht schlecht, wenn es ein bisschen mehr ist. Oder darf auch mal ein bisschen mehr sein, auf jeden Fall. Ja, was haltet ihr von den Events? Was haltet ihr von dem Speedset? Von den Patch Notes, Bugfixes? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, wie immer, ich streame täglich live auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Und das jeden Tag mit Flive. Haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.